weil hier einfach jeder Zentimeter anders ist. Das heißt, ich kann jetzt nur eigentlich diesen Teil hier nehmen und es ist für mich schon allein ein Kunstwerk. Also dieses physisch, dieses auch Märchenhafte, dieses Zukünftige, dieses Verheißungsvolle, dieses wie sieht die Zukunft aus? Wie möchte ich da selber? Wie sind die Formen? Und das jetzt schon zu tun und eben nicht zu warten, bis es irgendjemand für einen macht. Hey, mein Name ist Simon. Viele kennen mich auch als Coutier. Ich bin Künstler, Musiker und auch Filmemacher. Und ich habe jetzt das letzte Jahr über mich in der Disziplin von Architektur ausprobiert und habe mir ein Kunstwerk erschaffen, den Flow Dome, in dem ich jetzt lebe. Und das möchte ich euch heute zeigen. Lass dich fallen, immer tiefer hinab in die Tiefe. Lass dich fallen in meine Arme, immer tiefer in die Tiefe. Hier stehe ich gerade in Flow Valley. Das ist ein Projekt, das ich gerade betreue, wo es darum geht, selbstbestimmte Bildung zu machen. Und ich mache meinen Bildungsbrief, einen eigenen Abschluss, und der Flow Dome ist Teil davon. Und hier sind quasi viele Studierende, Bildungsbriefstudierende mit mir. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit durch Flow Valley, weil es wirklich der erste Space ist, den junge Menschen selbstbestimmt halten. Es ist eine Uni-Art City. Also wir forschen im Universum, wir drücken es durch Kunst aus, Art, und die City ist so die Erfüllung von all unseren Bedürfnissen. Und das ist halt so das Umfeld, in dem ich hier sein kann, jeden Tag, mit spannenden Menschen bin und inspiriert bin, die Dinge zu tun, die ich einfach fühle. Das ist für mich Flow Valley. Und deswegen war auch für mich diese Entscheidung, das Projekt zu machen und hier meinen Flow Dome hinzubauen, um quasi jetzt mehrere Jahre lang hier mit anderen Studierenden zu erforschen, wie können wir die Bildung auf ein neues Niveau heben und die Uni Art City quasi als neue Ausbildungsstätte, als Bildungscampus etablieren. Und hier ist quasi unser kleines Zeltdorf, wo die ganzen Studierenden wohnen. Und es ist einfach traumhaft, hier aufzuwachen in der Sonne und eben mit den Vögeln mitten in der Natur. Es ist ein richtiger Traum. Also hier leben wir mit 12 jungen Studierenden und machen jeden Tag das, was ansteht und was wir bauen wollen, was wir kreieren wollen, was die jungen Menschen lernen wollen. Ich glaube, angefangen hat es damit, dass ich als Kind schon irgendwie die Sehnsucht hatte nach was anderem, nach einer anderen Welt, nach einem anderen Miteinander. Und ich irgendwie sehr traurig darüber war, über das Mitmenschliche zwischen den Menschen, wie sie miteinander umgegangen sind, Mobbing in der Schule, aber auch einfach, dass es sich ganz viel ums Geld gedreht hat bei den Menschen und weniger um das, wir gestalten uns eine schöne Zeit zusammen auf der Erde. Und da war einfach die Sehnsucht danach, etwas anderes zu tun und eben auch Kunst. Ich habe immer diese Kunstwerke gemacht mit dem Wachs und dem Holz und habe da schon irgendwie kleine Häuschen gebaut, wo ich geträumt habe, darin mal zu leben, in Baumhäusern und in einer anderen Welt, wo alles eher so künstlerisch ist, aber mit der Natur und sehr naturnah. Hier ist unsere kleine Bühne, die wird noch ausgebaut, da kommt noch ein Versorgerhäuschen hin, wo ich auch die architektonische Leitung übernehme. Und hier ist ein Mandala-Gebäude. Hier ist unsere Dusche und unsere Waschmaschine und unser Bad eigentlich. Hier gibt es Lagerfeuer, das legendäre Lagerfeuer, wo wir fast jeden Abend sitzen mit unterschiedlichen Menschen und Lagerfeuerlieder singen, Kreise halten und uns über Themen austauschen, die uns berühren, beschäftigen. Hier ist ein marokkanisches Zelt, wo dann im Sommer richtig schön entspannt drin gesessen und gelesen und geschrieben und studiert werden kann. Und das ist das legendäre Flow-Zimmer. Also das ist mein Lieblingsraum eigentlich, neben dem Flow Dome hier, weil ich hier halt alles machen kann. Das ist so das Schöne. Ich komme hier rein und kann mich einfach ausleben, kann mich hinsetzen, schreiben. Da gibt es so Experimente wie den Kombucha oder unser Kefir. Oder wir haben zum Beispiel auch einen Pilz hier, den wir anschließen können an eine Soundanlage, wo wir den Sound des Pilzes zeigen können. Solche Dinge. Und das ist einfach schön, weil einfach viele Menschen zusammenkommen in der Uni Art City und quasi gemeinsam forschen und ich halt von den anderen Menschen lerne und auch Dinge weitergebe selber. Das ist das Flow-Zimmer und dann haben wir hier vor 6 Wochen angefangen, eine kleine Küche zu bauen, wo wir hier quasi
so ein bisschen ein Piratenleben leben. Und da quasi wird immer jeden Tag gekocht und wir haben einen richtigen Durchflow. Es ist wunderschön mit den Fenstern und einfach so dieses, das ist für mich ein Teil von diesem Flow-Stil, der Baustil. Also wir nehmen das, was da ist, daran kann man das sehr gut sehen und tun es quasi so zusammenbringen. Und das war einfach genau die Anzahl an Blechen, die wir hatten, die auch da drauf gepasst haben. Also es ist so richtig gut, mit diesem Flow zu gehen. Also manche von den Blechen waren verbrannt, aber sie finden hier weiter eine Veredelung. Und das ist für mich so ein bisschen ein piratiger Weg zu bauen. Hier ist die Jurte, das ist unser Wohnzimmer. Da sind wir quasi drin und machen immer wieder so Seminare oder wenn irgendwelche Dozenten oder Professorinnen kommen, dann tun wir da quasi uns drin aufhalten und gemeinsam studieren und unsere Fragen stellen. Hier ist mein lieber Kollege, der Michi, mit dem ich das Projekt Flow Valley umsetze. Und wir beide haben hier quasi als Projektleitung unser kleiner Extra-Space. Das habe ich einfach viel gemerkt in den letzten Jahren. Ich habe viel als Aktivist und als Musiker und Künstler gearbeitet und habe einfach irgendwo und irgendwie gelebt. Und jetzt ist es für mich voll der Schritt, mir ein eigenes Kunstwerk zu bauen, in dem ich leben kann, in dem ich mich ausdrücken und weiterentwickeln kann. Und dafür brauche ich irgendwie einen Ort, in dem ich auch irgendwie sehen kann, wie die Pflanzen um mich herum wachsen und ich auch das Essen einfach direkt vom Feld gegenüber essen kann. Ich habe erst hier die 2 Sommer im Zelt verbracht und habe quasi auch im November noch im Zelt gewohnt und fand das wundervoll. Es war einfach so schön mit Wärmflasche, dem Regen auf dem Zeltdach und die Vögel außenrum und einfach immer so sehr nah an der Natur zu sein. Und und dann habe ich gesagt, okay, ich will mir hier ein festes Kunstwerk bauen, in dem ich mich entfalten kann, also wirklich, in dem ich wachsen kann und die nächsten Schritte und vor allem das mal ausprobieren. Ich hatte schon immer den Traum, in Kunst zu leben, nicht nur Kunst zu machen, irgendwie, die dann steht, sondern Kunst anzuziehen, Kunst zu gestalten, Kunst zu machen durch Film und durch Musik, das, was mich bewegt, zu teilen. Ich habe immer Geschichten geschrieben und dann auch immer mehr Musik, wo ich das, was ich gesehen habe, was mich bewegt hat, ausgedrückt habe. Und jetzt kommt durch die Architektur einfach noch die physische Ebene dazu und der Lebensraum, der auch so wichtig ist, weil das, was mich umgibt, das gestaltet auch meine Innenwelt, meine Gedankenwelt. Und das ist quasi der Flow Dome, mein schönes Werk. Da habe ich jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet. Und das Besondere für mich ist daran, dass es wirklich der erste Dom ist, der auf Rädern steht. Es ist potenziell fahrbar und er ist komplett aus Holz und Lehm gemacht. Und das auf eine Technik, die ich als Kind schon verwendet habe, wo ich mit Wachs gearbeitet habe und Objekten, wo ich das Wachs einmal drauf geträufelt habe. Und so habe ich das auch mit dem Flow Dome gemacht. Das heißt, da ist alles Lehm und außen noch eine Schicht an Kalk, die quasi da drauf geträufelt wurden. Und dadurch kommt so eine ganz bestimmte Tropf-Flow-Technik zustande. Und man kann das hier ganz gut sehen. Es ist auch noch nicht ganz fertig, es fehlt noch eine Schicht, aber er ist schon quasi wasserdicht und geschützt. Und da kann man sehen, wie diese Tropfstruktur, also es hat dann was ganz Organisches, was Mineralisches, also wie man es in einer Tropfsteinhöhle vielleicht kennen würde. Und es ist für mich schon so auch diese Form des Geodoms habe ich genommen und die dann quasi künstlerisch weiterentwickelt, weil es für mich darum ging, diese Räume aufzumachen, dass quasi ich etwas nehme, was schon da ist, eine gute Funktion, eine große Statik. Also der Geodom hat eine der besten Statiken und den habe ich quasi durch Fenster, durch Türen, durch Innenarchitektur und durch die Art und Weise mit Lehm und mit Holz das zu machen, mit Holzflexdämmung, ist quasi einmalig. Ich bin kein Handwerker, ich bin Künstler und habe deswegen die Ästhetik über alles gestellt. Und das hat ganz andere Konsequenzen gehabt. Also weil ich aus diesem, wie müssen die Räume sein, wie muss auch das Umfeld sein, also wo steht der Flow Dome, was ist in seiner Umgebung, wie ist er aufgebaut. Also es fehlt quasi noch das Dach, das ist wird jetzt noch gemacht. Da kommt ein Blechdach drüber, damit es einfach oben vom Spritzwasser geschützt ist. Der Kalk würde das auch halten, aber dann müsste ich das jedes Jahr nachmachen.
Und an den Seiten hält eben auch der Kalk besser, weil da das Wasser besser abfließen kann. Ich wollte schon immer in einem Kunstwerk leben, weil ich glaube, dass wenn ich aufwache und um mich herum sehen kann, das inspiriert mich, da sehe ich was, da ist ein Gedanke dahinter, da geht eine Tür auf. Dass in einem solchen Umfeld ich einfach viel leichter in meiner kreativen Phase oder in meinem kreativen Flow sein kann. Und vielleicht sollte ich mal probieren, für mich selber einen Tempel zu bauen. Und es war ein richtiger Schritt, weil ich eigentlich sowas aus meiner aktivistischen Rolle heraus irgendwie verurteilt habe. Dass alle ihr Ego-Ding machen und nur nach sich schauen, nach ihrem Geld und die Umwelt und die Mitwelt, die Menschheit eigentlich irgendwie vergessen. Und für mich ging das in dem Moment dann klar, als ich gemerkt habe, wenn es mir aber selber gut geht, wenn ich in Fülle bin, dann kann ich noch viel mehr schenken, dann kann ich noch viel mehr bewegen. Dann habe ich viel mehr Klarheit, Visionskraft, auch Stärke, die Sachen umzusetzen. Ich brauch Kunst um mich rum, um mich zu entfalten. Ich brauch Kunst um mich rum, um die Welt zu gestalten. Kunst hält mich jung, will mich in Kunst kleiden. Fall ich mal tot um, kannst du das für Kunst halten? Ich will in Kunstwerken leben, will durch Kunstwerke schweben. Die Gunst der Kunst durch Kunstwerte heben. Und ich hatte immer quasi wieder Hilfe von Menschen, aber habe ungefähr 80% des gesamten Baus eigentlich alleine gemacht. Und habe dann die Unterkonstruktion, habe dann einen Boden reingesetzt, habe den Geodom da drauf gesetzt, habe die kleinen Kerker eingebaut, habe die Fenster eingebaut, habe dann quasi die Dämmung drauf gemacht, habe den verschiedenen Lehmschichten, also außen sind 7 Schichten Lehm und Kalk und innen sind 7 Schichten Lehm und Kalk. Hier sieht man quasi so ein bisschen, wie die unterschiedlichen Strukturen sind und ist für mich auch sehr vom Mond inspiriert. Weil ich habe auch hauptsächlich in der Nacht gebaut, weil ich tagsüber einfach viel Flow Valley Arbeiten zu tun habe. Und für mich die Mondqualität einfach der Nacht und die Sternenhimmel, das ist für mich so die Zeit der Magie und der Kunst. Und deswegen ist dieser Bau hauptsächlich in der Nacht entstanden. Ich habe noch nie was gebaut. Ich habe bis jetzt so Filme und Musik gemacht und es funktioniert. Aber jetzt auch beim Flowdome, da sind so Sachen schiefgegangen. Da ist immer wieder, weil ich dann im Herbst das mit Regen gemacht habe und dann ist wieder die Wand abgefallen und dann musste ich es nochmal machen und dann gab es hier Überschwemmung und es hat 3 Tage lang durchgeregnet und dann ist mir an den Stellen zwischen Erker und Kalk ist mir Wasser reingelaufen und ich war krank und mir ist dann so Stück für Stück was auf mein Bett getropft und ich war so, das kann doch nicht wahr sein und ich hatte nicht die Kraft, das zu verändern und dann zu merken, okay, ich kann jetzt in ein Drama gehen, ich kann jetzt irgendwie richtig mich da reinsteigern oder ich kann einfach entspannen, abwarten, dann scheint die Sonne wieder, mich drum kümmern, mit Kraft, gesund und einfach, ja, da steckt so viel Lernen drin. Ich habe so viel gelernt bei diesem ganzen Projekt und vor allem dranbleiben, jeden Tag. Das würde ich auch jedem raten, der so etwas ausprobieren möchte, mit den Sachen anzufangen, die da sind. Und bin mit dem Flow gegangen. Also ich hätte auch sagen können, ich baue das jetzt in 2 Monaten und so, aber das wäre nicht passiert. Also es wäre nicht so geworden. Für mich war es auch wichtig, da drin einen ruhigen Ort zu haben, der dann quasi auch kühlt im Sommer und auch im Winter nicht so viel Wärme verliert. Und deswegen habe ich mich für kleine Fenster entschieden und für eher ein Höhlengefühl. Weil ich viel in der Öffentlichkeit stehe, wirklich so einen Rückzugsort brauche, wo ich so ganz bei mir sein kann. Und da ist einfach dieses runde Raumgefühl ein Riesengeschenk von Behaglichkeit, von zur Ruhe kommen, von wirklich einem sicheren Hafen. So, jetzt nehme ich euch mal mit in mein Kunstwerk, den Flowdome. Kennst du das? Du wolltest nur kurz die Uhrzeit checken und landest irgendwo auf TikTok? Irgendwie kennt es doch jeder, oder? Seit über 20 Jahren habe ich keine Uhr mehr, weil ich stattdessen ein Handy habe, das mir die Uhrzeit ansagt. Doch es fühlt sich seit einiger Zeit nicht mehr wirklich gesund an. Ich brauche eine Veränderung. Etwas, was mich zurück zur Einfachheit bringt. Eine Uhr von Holzkern zum Beispiel. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für mich dieses Jahr. Holzkern ist eine Uhren- und Schmuckmarke für Frauen und Männer. Und alle Produkte von Holzkern sind aus natürlichen Materialien. Meine Uhr zum Beispiel ist aus Walnussholz und diese sweete Kette ist aus Perlmutt. In der heutigen, schnelllebigen Zeit gibt es doch nichts Schöneres, als Zeit zu schenken.
Und wenn sie so hübsch verpackt ankommt, dann freut sich der Beschenkte gleich doppelt. Mit meinem Rabattcode PEACE bekommst du 15% auf alle Produkte. Und wenn du noch bis zum 21.12. bestellst, dann ist es garantiert für Weihnachten da. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. So, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Wenn ich in die Zukunft sehe, sehe ich Gemeinschaft. Ich häng mit meinen Liebsten ab, das gibt mir Heilkraft. Ich mach, was ich am liebsten mach, was mich begeistert. Jeden Tag Kunst, warum? Weil es mich frei macht. Weil ich Körper, Geist und Seele verbinde. Jeden Tag meinen Schatten. Genau, das sind 14 Quadratmeter und so effektiv genutzt, wie es nur geht. Was man hier sieht als erstes, das ist mein Schornstein. Hier habe ich quasi einen Ofen drin, mit dem ich diese 14 Quadratmeter wirklich, was soll man sagen, richtig gut beheizen kann. Ich habe eine 14 cm Dämm, Flex, Holzmatte, die quasi die ganze Wärme hier drin hält. Ich habe einen Holzfußboden, dazwischen ist ungefähr 30 cm eine Schicht aus Strohdämmung. Genau, ich habe alles, was ich verwendet habe, was man hier sieht, ist eigentlich, wie soll man sagen, veredelt. Also es hat einen anderen Nutzen und ich habe es eigentlich weiter genutzt. Und die neuen Sachen, die dazugekommen sind, sind eigentlich nur diese Fenster, die extra entstanden sind, und der Ofen. Hier sieht man meinen Sekretär. Da habe ich alle meine täglichen Arbeitssachen zu tun. Da bin ich so wirklich im Abhandeln meiner Briefe, meinen Aufgaben, To-Dos, Task. Hier habe ich mein Bildungsbuch, wo ich all die Sachen aufschreibe, die irgendwie wichtig sind, Ideen, Gedanken. Hier kann ich rausschauen nach Flow Valley. Ich habe meine ganzen Brillen, mit denen ich dann quasi meine Coutiers-Shows spiele. Jetzt ist es so, dass ich jetzt hier in Flow Valley das auch eigentlich ehrenamtlich betreue. Einmal, weil ich selber diesen Raum brauche, also diesen größeren Raum, wo ich mich entwickeln kann, wo auch ein Studio ist und gutes Essen da ist und wundervolle Menschen, mit denen ich studieren kann. Also deswegen tue ich mich eigentlich gerade hauptsächlich durch meine Musik finanzieren und durch Konzerte. Und da ist es halt auch voll wertvoll, wenn ich irgendwie in der Stadt bin und sehr sensibel bin. Und dann zeige ich mich dort und bin mit den Menschen. Und dann merke ich auch, brauche ich echt wieder Urlaub, also brauche ich dann wieder Rückzugsraum. Wenn ich dann hierher komme und dann sind da die Ameisen und die Bienen und die Blumen und da ist der Flowdome und ich bin wieder so im Schutz von, wie soll man sagen, Lebendigkeit und auch Natur und auch Gesundheit. Also weil hier geht es keinem Wesen schlecht. Und wenn ich halt in die Städten bin, dann sehe ich viel Leid auch. Und ich will das damit nicht, was soll ich sagen, also ich habe gemerkt, ich kann es dort in den Städten nicht verändern. Und das tut mich immer mehr kaputt machen. Und deswegen, ich kann es viel mehr verändern, wenn ich hier bin, weiter Sachen entwickle, da wo es mir gut geht und dann mit dieser ganzen Energie in die Städte komme und die Menschen anstecke damit und sie inspiriere, es auch zu tun und auch den Schritt zu wagen, sich seine Träume zu verwirklichen. Das ist eine kleine Elfe. Es ist Wahnsinn. Ich habe diese Tiere noch nie gesehen hier und die sind seit letztem Jahr sind die da. Das ist Wahnsinn. Als Künstler, wo man keine Sicherheiten hat, wo auch nie ich weiß, wann kommt Geld und wie viel habe ich und habe ich genug, um die Runden zu kommen. Da aber nicht in dieser Angst hängen zu bleiben, sondern zu vertrauen. Das ist so die größte Kunst. Also in der Freiheit zu stehen und irgendwie zu fallen oder die Angst zu haben, zu fallen oder fallen zu können, aber zu merken, okay, es gibt aber auch keinen Boden. Also es gibt keinen Aufprall. Ja? Und dann ist es ein bisschen wie, es könnte ja auch Fliegen sein. Also dieses Gefühl von, ich weiß nicht, und wir wissen, nichts ist sicher auf diesem Planeten, nichts. Und kann ich das lebendig gestalten und eine Neugier da drin, wie ein Kind spielerisch damit umgehen und dann sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal hier einen Tippi hin und weiß nicht, ob das funktioniert oder einen Flowdome. Oder bin ich in der Angst davor, wie wird bloß meine Zukunft und meine Rente dann sein?
Hier habe ich so ganzen Schmuck und weitere Sonnenbrillen und alles. Genau, und dann ist immer wieder auch Kunst dabei. Da hinten zum Beispiel ist ein Bild, das ich mit 13 Jahren gemalt habe von dem Flow-Stil, von diesem Baustil, den ich mir irgendwie ausgedacht habe, den ich gerne entwickeln wollen würde. Das ist so ein bisschen so eine Vision. Also ich habe hier bei minus 10 Grad, habe ich hier gesessen und den ganzen Flowdome besprenkelt mit Lehm, musste irgendwie Wasser hierher transportieren. Also es war echt sehr herausfordernd. Also ich habe auch sehr körperlich, ich habe sogar Narben bekommen vom Kalk, hat es mir meine Hände aufgeätzt, ist irgendwie durch die Handschuhe gekommen. Dann ist natürlich mein Bett mit einem wunderschönen Ausblick, den man hier hat, in den Westen, also wirklich in den Untergang der Sonne. Also ich kann hier immer abends liegen und die Sonne untergehen sehen und es ist halt nur Natur, wenn man da durchschaut. Das ist für mich so richtig, hier komme ich so zur Ruhe, hier kann ich richtig entspannen, hier ist es so leise drin. Ich kann hier ganz laut sein, niemand hört mich, weil das sehr gut gedämmt ist. Und beim Bett hat mir einer geholfen, der so Holzbauten irgendwie innenarchitektonisch macht. Mit dem habe ich das gemeinsam reingebaut, damit es richtig massiv ist und auch richtig so ja, stabil, weil ich brauche irgendwie so das Gefühl von richtig, dass ich getragen bin, dass ich irgendwie gut mich fallen lassen kann. Was ich sehr spannend finde, also hier ist ja diese Flexdämmung, dann ist es Lehm und dann ist es mit Farbe und dazwischen sind diese ganzen Weiden, die auch draußen zu finden sind, weil für mich das immer voll wichtig ist, auch bei der ganzen Form, dass das ganze Haus oder alles, was dort entsteht, sich eingliedert in die Umgebung und wirklich ein organisches Gesamtes ist. Und auch so dieses wie innen, so außen, so draußen ist überall, sind die Weiden und hier drin sind sie auch und geben hier Struktur und Halt, wie sie außen mir auch einen Raum geben, in dem hier der Flowdome entstehen konnte. Und deswegen war es für mich wichtig, sie auch hier zu haben und sie eben sichtbar zu haben, weil hier einfach jeder Zentimeter anders ist. Das heißt, ich kann jetzt nur eigentlich diesen Teil hier nehmen und es ist für mich schon allein ein Kunstwerk, also wo ich wirklich verschiedenste, ja, wie soll man sagen, Punkte gesetzt habe von Knoten, von Verbindungen und die quasi auch dann eben alles besprenkelt habe mit Lehm. In meinem Philosophiestudium habe ich dann die ästhetischen Briefe auch von Schiller studiert und auch andere Arbeiten zur Frage der Ästhetik. Und Schiller sagt eben, die Ästhetik braucht ein Mensch, um innere Moral entwickeln zu können. Das heißt, die Dinge müssen gut sein, müssen schön sein. Das heißt, das Material muss richtig qualitativ hochwertiges Material sein. Kinder, wenn sie aufwachsen in unserer Welt, brauchen gute Räume, brauchen Fülle und eine Gestaltung nach ästhetischen Prinzipien. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn das aus? Und für mich ist das so eine Sache, also jeder Mensch hat ein eigenes Empfinden von Ästhetik und ich glaube, genau das ist das Gold, genau diese Unterschiedlichkeit und meine Form von Ästhetik, die dient meinem Wesen und die wollte ich erforschen und so sind quasi Flowdome und aber auch die Flow-Tipis entstanden, um so zu gucken, ja, kann darin sich in mir eine weitere Moral bilden, dass ich noch wertvoller mit meinen Werten, mit meinen Visionen und mit meiner Zeit auf diesem Planeten umgehe. Weil das ist für mich so der Punkt. Ich bin jetzt am Ende meiner Jugendzeit mit 27, also Jugendzeit von 14 bis 28 und habe quasi so viel schon gemacht, aber noch nie wirklich so richtig was irgendwie so für mich in meinem ganz Persönlichen nur irgendwie. Und dieser Flowdome war dieser Schritt auch zur Selbstliebe, weg von, ich will da draußen die Welt retten. Und das wollte ich ganz lange, weil ich einen großen Weltschmerz gefühlt habe, weil einfach mich viel nicht gestimmt hat in der Welt. Und ich das auch immer noch fühle. Aber dieses Umfeld auf Flow Valley hier hilft mir dabei, diesen Weltschmerz irgendwie dosiert nach außen zu bringen und zu transformieren und eben auf die Probleme auch Antworten zu geben. Ich hatte so viel Beratung, so viel Unterstützung von Menschen, die danach vorbeikamen und mal einen Tag mitgemacht haben. Und das war einfach für mich Fülle zu erleben. Okay, ja, es ist ein Riesending. Also ich war auch echt viel überfordert und habe immer wieder gedacht, hey, wow, das ist ein richtiger Weg. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Und auch jetzt, dass er so fast fertig ist, fühlt sich einfach an wie ich habe was manifestiert. Und es gibt mir dann auch ganz viel Kraft zurück. Dann gibt es hier meine ganze Kleiderabteilung und hier hinten eine Kleiderstange mit all meinen ganzen Outfits und Kostümen. Hier oben meine ganzen
Hüte und Accessoires. Dann ist hier so ein bisschen die Musikecke auch, wo ich mich auch hinsetze und irgendwie so einfach mich entspanne, ein Buch lese und einfach irgendwie runterkomme und vielleicht auch so ein bisschen Handpan spiele. Einfach weil das auch für mich so ein Und allein nur so ein paar Sekunden, ein bisschen Musik und ein paar Klänge und schon bin ich irgendwie so wieder bei mir angekommen und sehr, ja, wieder da. Und dann natürlich meine wundervollen Fenster. Das war für mich auch echt herausfordernd, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Wie kriege ich das hin, dass diese Fenster halt auch wirklich funktionieren? Und da musste ich halt verschiedene, weil die Formen so besonders sind, Techniken anwenden mit Brettern und Dingen, dass das einfach in sich sitzt und dann diesen Kerker außenrum bauen. Das war schon sehr herausfordernd, dass das halt eben auch trägt und auch die Statik nicht beeinflusst. Ich musste mit mehreren Leuten sprechen, Architekten und auch Bauleitern und auch Bauarbeitern. Wie geht das? Wie kann ich die einzelnen Schritte gehen? Ich musste Strom hier reinlegen. Ich habe das alles noch nie gemacht. Ich habe keinen Plan davon und habe das alles Schritt für Schritt. Mein ganzer Flowdome ist ja auch mit Bauabnahme und mit irgendwie Schornsteinfeger. Es ist alles mit Statik, es ist alles geprüft und gesichert. Also die Wege kann man ja gehen, darf man dann auch gehen. Und nicht alle Länder der Welt haben so eine, wie soll man sagen, Ordnung, so strenge Ordnung wie Deutschland. Und dort halten die Häuser auch mehrere Jahrhunderte sogar. Der Flow-Stil lädt dazu ein, eben dort zu schauen, wo geht der Flow hin und eben sich auch anzupassen, mit den Regeln zu spielen, aber sie auch, wie soll man sagen, auch weiterzuentwickeln. Weil das ist auch dran. Das gehört auch zur Kulturrevolution dazu, dass wir sagen, okay, wenn wir mehr Freiheiten brauchen, so wie hier, dieser Space gibt uns ja diese Freiheit, diese 4 Hektar, die hier sind, hat diese Freiheit. Es könnten auch andere Orte diese Freiheit haben. Und da braucht es aber Mut, da muss man hingehen zu seinem Bürgermeisteramt, zu seinem Rathaus und sagen, hey, wir wollen da was machen. Und das aber auch fundiert, weil die sind ja offen, die wollen ja auch, dass es weitergeht. Und dann Wege finden, wie kann das gehen? Die ganzen Umgebungen, die ganzen Nachbarn einzuladen, dass sie das unterstützen, dass sie sagen, hey, ja, mach mal, probier mal aus. Und dann sind wir eingeladen, das auch, wie soll man sagen, mit wohlwollendem Blick zu betrachten und nicht immer alles zu kritisieren und alles irgendwie schlecht zu reden, sondern wenn jemand mal was ausprobiert, das einfach mal erstmal zu segnen. Erstmal zu sagen, ja, mach mal, finde ich cool. Und brauchst du Hilfe? I want art all around me, überall Kunst, alles natürlich, alles ist bunt. I want art all around me, sind hier unter uns, das ganze Dorf ist die Villa Kunterbunt. Eala, 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 Es steht zwar auf einem Podest, auf einem Sockel, der ganze Flowdome, aber nicht in einem Museum und wird dann angeguckt, sondern nein, ich kann das nutzen jeden Tag. Jeden Tag kann dieses Kunstwerk mir Raum geben für meine Weiterentwicklung. Wie so ein kleiner Kokon, in dem ich als Schmetterling irgendwie so meine Flügel entwickeln kann, meine Potenziale entfalten kann. Und das ist richtig, richtig schön. Also es ist wie ein Geschenk, das ich mir selber geschenkt habe. So fühlt es sich an. So jeden Tag da reinzulaufen und oft vergesse ich das auch, dass ich irgendwie im Flowdome lebe und komme dann wieder und war einen Tag über irgendwie unterwegs und bin dann wieder da und sehe wieder alles und bin so, oh mein Gott, das Leben ist so wunderschön. Tiny House Leben ist einfach richtig nice, sich zu beschränken, sich irgendwie wirklich, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht, auch Dinge gehen zu lassen. Nicht so zu verharren in so einem ganzen Haus mit voller Dingen und daran zu hängen, die brauche ich alle gar nicht mehr. Die sind Teil von einem alten Ich. Und so mich zu reduzieren und immer wieder zu erneuern, immer wieder, da lädt es dieses Tiny House Leben ein. Und ich finde es total nice. Ich finde es wunderschön. Ich würde jedem raten, baut euch Lehmhäuser. Es ist so nice, weil es ist ausgleichend. Also hier drin, wenn draußen richtig ballert, ist hier drin einfach richtig kühl. Es hat diese Steinqualität. Wenn du drin hier warm machst und durch die Dämmung bleibt es die ganze Zeit warm im Winter.
Das erste Mal Feuer im Flowdome. Schaut euch das an. Wow. Es ist wie Magie. Es ist wie Magie. Im Flowdome brennt Feuer. Juhu! Es ist aber auch so, dass die Luftfeuchtigkeit, wenn es draußen richtig viel regnet, dann wird hier automatisch drin ist auch feuchter. Wenn es draußen richtig trocken ist, dann wird es hier drin auch trocken. Also weil dieser Lehm einfach die diffusionsoffen ist, also quasi die Feuchtigkeit ein- und ausgehen kann. Und das macht es so spannend, weil es dadurch eben nicht anfängt zu schimmeln oder, sondern weil es immer im Fluss ist, lebendig. Also ich auch sofort fühle, weil es ist näher in Kontakt mit der Außenwelt. Also ich fühle einfach, wie ist das Wetter draußen heute und obwohl ich hier nur drin bin. Hier ist eben die Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof in der Gegend und die hat uns quasi diesen Raum hier ermöglicht und gesagt, hey, wir finden das total nice, dass ihr das macht, probiert euch da mal aus. Und wir haben jetzt das Go bekommen für 3 Jahre, gerade Michi und ich, diesen Raum hier aufzubauen und zu halten. Und hier gibt es quasi die Baugenehmigung auf diesem Gelände, dass man relativ schnell so Naturbauten und Experimente machen kann. Und ich habe immer davon geträumt und jetzt hat es so zusammengeführt und hat auch für mich so diese Wunde von, ich komme ja aus einem sehr Fridays for Future aktivistischen Umfeld, wo es darum ging, irgendwie auch die ältere Generation auf ihre Fehler hinzuweisen. Und das hat sich in den letzten Jahren bei mir komplett umgedreht. Ich bin komplett auf einer Kooperation, ich bin auf einem, lass uns gemeinsam neue Dinge ausprobieren und habe mit vielen älteren Personen kooperiert und Projekte angefangen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Menschen da sich nicht vorstellen können, dass Menschen frei und wirklich aus sich selber heraus jeden Tag leben. Weil wer macht dann die Arbeit, wer macht dann die Dinge, die es braucht. Und das ist halt wirklich die Frage, ja, aber in welcher Welt wollen wir leben? Möchte ich in einer Welt leben, wo wir alles haben und Tausende von Autos und die ganzen Supermärkte voll und unglückliche Menschen, vereinsamte Menschen, seelisch verarmte Menschen, die quasi nur noch irgendwie digital oder irgendwo in Abhängigkeiten hängen? Oder wollen wir eine Welt, wo so viel Fülle zwischen uns ist und das daraus erstandene Notwendigkeit, wenn ich weiß, ich habe die alle lieb, dann mache ich ganz anders die Marmelade oder backe das Brot, als wenn ich das aus einem Effektivitätsgedanken heraus mache. Und da ist wieder die Frage der Ästhetik. Es gibt eine Form der das ist so schön, ja, auch der sozialen Ästhetik, dass es einfach schön sich anfühlt zwischen uns. Und deswegen glaube ich, dass wir in einer Kulturrevolution gerade sind, wo es das quasi wirklich braucht. Also Revolution heißt, wir erschaffen oder ich erschaffe in mir eine andere Kultur und jeder für sich entwickelt erstmal, wie möchte er sein, wie möchte er leben, wie sieht es bei ihm aus. Und es kann ja auch überall sein, das ist ja nicht, da ist ja jeder frei, aber durch Bewusstsein sein Umfeld so zu verändern und auch sich so anzuziehen, wie er es eigentlich wirklich fühlt, das macht so viel mit der Kultur, dass dann die Frage von mächtiger Kultur, also einer Kultur, die mit starken Ichen dasteht und selbstbewussten Menschen, die ganz genau entscheiden, da will ich arbeiten, da will ich nicht arbeiten. Und dann gibt es manche Produkte einfach nicht mehr. Und das sind aber genau die Produkte auch, die unseren Planeten zerstören. Das heißt, wenn wir eine andere Welt wollen, dann kommen wir nicht daran vorbei, dass jeder Einzelne sich selbst beginnt zu verändern. Aber das ist nicht, ich entscheide, also ich jetzt als Coutier sage, wie die Welt aussieht, sondern jeder Einzelne entscheidet es für sich. Und dann ist das Gesamtkunstwerk, das, was wir dann sehen durch die ganzen verschiedenen Farben und Formen und Impulsen, gibt sich ein neues Gesamtbild. Und das ist auf jeden Fall so viel stärker und kräftiger und schöner als alles, was wir bisher hatten. Oh, Peter! Ah, so viel Kraft. Ich ja gar nichts. Schön, dich wieder hier zu haben. Wenn ich in die Zukunft sehe, sehe ich Gemeinschaft. Ich häng mit meinen Liebsten ab. Das gibt mir Heilkraft. Ich mach, was ich am liebsten mach. Was mich begeistert. Jeden Tag Kunst. Warum? Weil es mich frei macht. Weil ich Körper, Geist und Seele verbinde. Jeden Tag meinen Schatten überwinde. Weil ich alle meine Fähigkeiten finde.
So, ich mache jetzt ein bisschen an dem Flow-Tipi weiter. Das ist so ein bisschen der Versuch, herauszufinden, wie können wir andere Formen nutzen, um auch da drin zu leben und so ein bisschen auch so mit der Natur einen offenen Space zu haben. Also den werde ich gar nicht abschließen. Also ich werde das mit Weiden umrunden und dann von außen Erde dran machen und von innen Lehm. Also und dann will ich rausfinden, wird das halten, auch über den Winter? Und hätte gerne am später zumindest so, dass ich ein Sofa und vielleicht so Außenmöbel hinstellen kann, dass ich so ein bisschen noch zu meinem Flowdome auch einen Außenbereich habe, in dem ich chillen kann, wo ich, ja, weil das ist schon sehr intim da drin alles und dann will ich nicht jeden Menschen einladen hinein, dazu brauche ich auch andere Räume. Nur weil was alt ist, ist es nicht schlecht, sondern das ihm auch seinen Wert geben. Auch, ja, richtig aus alten Dingen neue, schöne Dinge machen. So würde ich es gerne mit der ganzen Welt tun. Schon sich Pläne zu machen, aber die Pläne jederzeit anzupassen und irgendwie mit der Realität einzuchecken und eben das Brett zu nehmen, was ich jetzt gerade habe. Wenn Dinge nicht funktionieren, das heißt ja nicht, dass man gescheitert ist, sondern dass es einfach noch einen Versuch braucht. Einfach dieses aus Fehlern lernen ist, glaube ich, so ein Ding. Was passiert, wenn ich hier mit Menschen mich treffe und die so etwas sehen und es hält und es nur mit Erde und Lehm gemacht und ein bisschen Holz, dann vielleicht bringt es sie auch auf Ideen und zu sagen, okay, und was für Gespräche werden wir darin führen? Ich glaube, dass die anders sein werden als in irgendeinem Betonzimmer in der Stadt. Und das will ich aber halt rausfinden. Weil ich für mich wirklich frage, wie kann ich selber Räume bauen, wo eine andere Begegnung möglich ist. Wo wir Menschen uns liebevoller, authentischer, ehrlicher irgendwie begegnen können. Das war für mich die größte Sehnsucht für diesen Flowdome. So dieses physisch, dieses auch Märchenhafte, dieses Zukünftige, dieses Verheißungsvolle, dieses wie sieht die Zukunft aus? Wie möchte ich da selber? Wie sind die Formen? Und das jetzt schon zu tun und eben nicht zu warten, bis es irgendjemand für einen macht. Und ich glaube, es hat so eine Kraft, da selber die Revolution in sich zu entdecken und seine Kultur zu verändern. Und deswegen lade ich dazu ein, das als Inspiration zu verstehen und dass du dir deine eigene Welt, deine neue Welt für dich baust und deine Revolution machst. Und die wird hoffentlich und garantiert ganz anders aussehen als bei mir. Mach mal Hand aufs Herz, fühl den Schmerz, lass ihn gehen. Kein Problem, wenn wir Tränen sehen. Komm, mach mal Hand aufs Herz, fühl den Schmerz, lass ihn gehen. Kein Problem, wenn wir Tränen sehen.